bicycle ASMR. Hello and welcome to another bicycle ASMR video. This time I will show you some drone footage from our bicycle trip in Greece and tell you about our first experiences with the drone. The first half of the video is in English, the second half in Austrian German, since I've had some requests of also including German in my videos. We got the drone just a few days before departure to Greece, so we didn't really have a lot of time to practice beforehand, other than just starting it and checking the basics, how it works and how to steer it. But it's way more fun to learn on the go anyway. Our drone is the DJI Mavic Air 2, and we've added 2 extra batteries. Each battery gives you about 30 minutes of flight time. So having 1.5 hours each day seemed like a good compromise between having enough buffer to film spontaneously without worrying about running out of energy and carrying too much stuff around. Our first experiment with letting the drone follow us around while we cycle was in this lovely olive orchard. We were excited about finally cycling through an actual olive orchard in Greece, so we took out the drone and tried different kinds of shots. Some where one of us is manually steering the drone while the other is cycling. Some where the drone is in automatic follow mode. And some where we try to steer the drone while both cycling. The automatic follow functionalities are really awesome, but it took us a while to get acquainted with the limits of it, so which kind of maneuvers the drone would still follow and which meant it will lose us. We also found out the hard way that the drone does have a lot of sensors in the front, back, bottom and top that detect obstacles, but not on the side. So if you have the drone follow you sideways, you have to be really careful. Maybe I'll show you in a future video how we got the drone stuck in a tree above a pretty steep valley by not taking this piece of information to heart. We soon discovered that flying the drone in the mountains gave us an enormous amount of joy. In the moment when you steer the drone through a valley, you kind of get a feeling of leaving the confinements of the ground and joining the birds that whiz around the drone as you glide along a mountainside.
we also visited some beautiful waterfalls, and it's fascinating to be able to send the drone around and see the whole thing from perspectives that you would normally never be able to see. It's also kind of fun to be able to send up the drone and check out what's ahead sometimes when you're cycling in new places. I have lots of drone footage for future videos, but the next video will probably be from a cycling perspective again to keep some variety. I wish you a wonderful rest of your day, wherever you are in the world. Thank you, thanks for watching. Hallo und willkommen zu einem neuen Fahrrad-ASMR-Video. Dieses Mal werde ich euch Drohnenaufnahmen von unserer Radtour in Griechenland zeigen und von unseren ersten Erfahrungen mit der Drohne erzählen. Der erste Teil des Videos ist auf Englisch, der zweite auf Österreichisch, da ich einige Anfragen hatte, auch Deutsch in meinen Videos zu sprechen. Wir haben die Drohne erst wenige Tage vor unserer Abreise nach Griechenland bekommen. Deshalb hatten wir nicht wirklich viel Zeit, um vorher zu üben. Wir waren nur einmal kurz unterwegs, um grob herauszufinden, ob sie funktioniert und wie man sie steuert. Aber es macht ja viel mehr Spaß, das unterwegs zu lernen. Unsere Drohne ist die DJI Mavic Air 2 und wir haben uns 2 zusätzliche Batterien zugelegt. Mit jeder Batterie gehen sich ungefähr 30 Minuten Flugzeit aus, das heißt 1,5 Stunden pro Tag. Das kam uns wie ein guter Kompromiss vor, um einerseits genügend Puffer zum spontanen Filmen zu haben, ohne uns ständig Sorgen machen zu müssen, dass uns der Strom ausgeht, aber andererseits auch nicht so viel Zeug herumzuschleppen. Unser erstes Experiment, wo wir mal versucht haben, dass uns die Drohne beim Radfahren filmt und folgt, war in diesem schönen Olivenhain. Wir waren echt
begeistert, endlich durch einen richtigen Olivenhain in Griechenland zu radeln. Also haben wir die Drohne ausgepackt und einfach mal losgelegt, in verschiedenen Einstellungen zu filmen. Teilweise hat einer von uns die Drohne manuell gesteuert, während der andere radelt. Dann haben wir auch probiert, dass uns die Drohne im automatischen Modus folgt. Und natürlich wollten wir auch testen, ob es möglich ist, die Drohne während des Radfahrens zu steuern. Die automatischen Verfolgungsfunktionen sind wirklich toll, aber wir haben eine Weile gebraucht, um uns mit den Möglichkeiten und Grenzen vertraut zu machen, welche Manöver die Drohne noch versteht und uns weiter folgt und bei welchen sie uns verliert. Wir haben auf die harte Tour gelernt, dass die Drohne vorne, hinten, unten und oben Sensoren hat, die Hindernisse erkennen, aber nicht seitlich. Wenn uns die Drohne also seitwärts folgt, müssen wir durchaus vorsichtig sein. Vielleicht zeige ich euch in einem zukünftigen Video, wie wir die Drohne in einem Baum über einem ziemlich tiefen Tal versenkt haben, indem wir uns das nicht zu Herzen genommen haben. Was wir aber auf jeden Fall schnell gelernt haben, ist, dass das Fliegen der Drohne in den Bergen uns extrem viel Spaß macht. Wenn ich mittendrin bin, die Drohne durch ein Tal zu fliegen, habe ich echt fast das Gefühl, den festen Boden zu verlassen und mich den Vögeln anzuschließen, die gerne um die Drohne herumzischen, während sie einen Berghang entlang gleitet. Ich habe noch viel mehr Drohnenmaterial für zukünftige Videos. Aber das nächste Video wird wahrscheinlich wieder aus der Perspektive des Radfahrens sein, um etwas Abwechslung zu behalten. Wir haben auch einige wunderschöne Wasserfälle besucht und es ist spannend, die Drohne herumschicken zu können und das Ganze aus Perspektiven zu sehen, die man normalerweise nie sehen würde. Es macht auch Spaß, die Drohne manchmal hochzuschicken und herauszufinden, was vor uns liegt, wenn wir durch neue Orte radeln. Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag, wo auch immer du gerade bist auf der Welt. Danke, danke, danke schön fürs Zuschauen.